Moinsen Leute, ich bin's wieder, euer Sultai, heute mit Age of Empires Mobile und zwar ohne Facecam heute, aber ist gar kein Problem. Heute gehen wir mal die Helden durch. Wir gehen mal auch gleich rein hier und zwar hier ist die Josephine. Dann haben wir hier Hammurabi, nee, das ist nicht Hammurabi, ist Darius der Große, sieht fast genauso aus, John Dark. Und ja, wie gesagt, ihr habt auch Helden, guckt euch die Helden an, aber oben rechts können wir zum Beispiel bei Josephine sehen, dass sie zu der Truppenart der Bogenschützen und zu den Schwertkämpfern gehört. Das ist ziemlich wichtig, denn zum Beispiel der gute Darius der Große, der gehört zum Beispiel auch zu den Kavalleristen, also Kavallerie und zu den Pikinieren. Und die gute John Dark gehört nur zu den Pikinieren. Das hat natürlich eine Bedeutung und das gucken wir uns jetzt mal genauer an. Und zwar ist es sehr wichtig für die Truppenformation. So, wir gehen mal auf Truppen bearbeiten und wir sehen hier, das ist die Truppenformation. Na? Meine erste Formation hat Hammurabi und Josephine. Hammurabi ist ein Schwertkämpfer und Josephine ist ein Schwertkämpfer und zusätzlich noch ein Bogenschütze. Ja, das System sagt mir jetzt hier, okay, du packst jetzt hier Schwertkämpfer rein und das macht auch Sinn, weil wir haben jetzt aktuell einen Truppenbonus von 30%. Ja, das seht ihr hier unten. Ich zeige euch das mal. So, also die beiden Helden passen zusammen. Das heißt, wir kriegen 30%, einmal 10% für den ersten und 20% für den zweiten Held. Und nachher, wenn wir den dritten Slot freigeschaltet haben und wir packen da auch einen Schwertkämpfer rein, dann sind das natürlich 30%. Wenn ihr jetzt zum Beispiel keine Helden habt, passt auf, Hammurabi ist ein Schwertkämpfer. Jetzt packen wir mal zum Beispiel einer rein, der Kavallerie hat. Jetzt hat diese Formation einmal die Kavallerie, jetzt haben wir einmal Hammurabi. Ne, der gehört zu den Schwertkämpfern und wir haben Nasis, der gehört zu der Kavallerie. Jetzt seht ihr unten, oh, der Truppenbonus beträgt nur noch 5%. Warum das denn? Weil Kavallerie und Schwertkämpfer, die passen hier nicht so richtig zusammen. Ja gut, die passen schon zusammen, aber ihr bekommt keinen Bonus. Ne? Das System sagt euch, ist nicht übereinstimmt und das ist auch richtig so, weil wir brauchen in dieser Formation Schwertkämpfer. Das heißt, wir nehmen ihn hier wieder weg. So, suchen uns einen Schwertkämpfer aus und zwar, ja gut, nehmen wir Josephine, ne? Und das passt. Josephine ist, wie gesagt, Schwertkämpferin und Bogenschützin. Und wir sehen hier Truppenboni 30%. Das System sagt euch jetzt auch hier oben rechts, ich befülle diese Formation automatisch mit Schwertkämpfern. Macht auf jeden Fall Sinn. Später im Spiel, ja, wenn es näher richtig zu großen Kriegen kommt, dann gibt es Gegner, die mischen das Ganze. Ja? Dann müsst ihr immer gucken, okay, was für einen Bonus habe ich? Gebe ich vielleicht sogar den Bonus auf, weil ich woanders einen höheren Bonus erhalte und mische diese Formation mit zum Beispiel Schwertkämpfern und Kavallerie. Ne, das kannst du ja auch machen. Das geht aber nachher viel zu weit, so weit sind wir noch gar nicht. Konzentriert euch auf eine Truppenformation, optimiert die erste Truppenformation und dann geht es weiter zur zweiten und dann zur dritten. Also maximiert oder versucht erstmal das Bestmögliche rauszuholen bei einer Formation. Hier oben seht ihr nochmal den Bonus, wenn ihr rauftippt. So. Das ist der Gesamtbonus für die Truppe und hier oben Konter der Einheiten. Hier seht ihr nochmal das Stein-Schere-Papier-Prinzip, was ich euch schon im vorherigen Video erklärt habe. Ihr könnt auch, wenn ihr Fragen habt, könnt ihr natürlich die Kampfregeln und die Angriffsreihenfolge euch durchlesen. Ihr könnt nochmal das Tutorial durchgehen. Wenn ihr jetzt sagt, ja gut, ich habe aber nur Legendäre, aber mir fehlt ein legendärer Held, zum Beispiel für die Schwertkämpfer, aber du hast einen epischen, dann könnt ihr natürlich auch einen epischen mit reinpacken. Nun müsst ihr aber gucken, welcher Held welche Attribute hat. Also wir gehen mal zu den Helden. Es ist nämlich wichtig, dass ihr immer guckt, welchen Held nehme ich mit, welcher Held hat hier die besten Fähigkeiten. Wie hoch ist der generelle Rang des Helden? Das können wir uns hier mal angucken. Josephine ist zum Beispiel auf Rang 2. Den ersten Rang habe ich abgeschlossen. Ihr braucht dafür Medaillen. Das heißt, diese Medaillen erhaltet ihr bei der Rekrutierung oder halt auch aus dem Event Schlachtfeld Überlebender. Das heißt, der Held muss immer gut aufgelevelt sein, der Rang muss hoch sein, dann muss natürlich die Ausrüstung nachher stimmen, soweit sind wir aber noch nicht und die Talente müssen auch passen. Bei den Talenten, darüber kann man ein eigenes Video machen, das geht nachher viel zu lang. Ansonsten würde ich sagen, ja, guckt, was für Helden ihr habt, rekrutiert. Wenn ihr eine Formation habt und ihr wollt unbedingt diesen 30% Bonus haben, dann sucht euch die Helden raus. Ne? Entweder nehmt ihr Schwertkämpfer, Bogenschützen oder Pikiniere oder die Kavallerie. Und später im Verlauf, wie gesagt, das sage ich immer wieder, es werden nachher PvP-Kämpfe kommen und dann heißt es, okay, was für eine Formation hat mein Gegner und wie kann ich mich darauf einstellen und meine Truppen so darauf gezielt ausbauen, dass ich den Gegner halt besiegen kann. Wie ihr Helden bekommt, denke ich, wisst ihr. Wir gehen in die Taverne, wir gehen auf Rekrutieren.
Hier oben der Preispool, dort könnt ihr sehen, welche Helden es derzeit in dieser Rekrutierung gibt. Ne, einmal, ich sag mal so, die legendären Helden, die epischen und die Heldenmedaillen. Die Heldenmedaillen sind wichtig, um den Rang eures Helden aufzuleveln, ja, oder zu erhöhen. Gegenstände gibt es hier noch, Ressourcen, Beschleuniger und ja, XPs zum Helden aufleveln. Und ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt es gerne in die Kommentare. Ich hoffe, ich konnte euch das so ein bisschen erklären, weil, wie gesagt, das Spiel ist für Anfänger erstmal eine Wucht. Ja, es ist viel zu viel. Ja, es kommt einem so vor, als wenn einen alles hier erschlägt und was soll ich tippen, was soll ich machen. Deswegen, wenn ihr Fragen zum Spiel habt, schreibt es in die Kommentare und ja, macht's gut. Bis dann, euer Sultai.